So, liebe Leute, ich mache jetzt was mir eigentlich nicht so wohl ist. Ich fahre einfach einen Track. Ich habe gewisse Probleme heute mit der iCloud-Synchronisation. So könnte ich meine Routen nicht aufs Handy laden. Ich bringe die nicht rein. Ich habe jetzt was von Wikiloc runtergeladen, was etwa in meine Richtung geht. Ich war da oben in den Bergen, da kam ich nicht weiter wegen dem Verbot. Jetzt bin ich da ziemlich am Improvisieren. Geil, habe ich das gewagt. Okay, ich bin noch nicht unten, aber... Oh oh. Es ist schon sehr abgefahren. Der Sonne entgegen. Ui. Das hatte ich nicht gesehen. Das hätte ich nicht gemacht. Der Weg hier sieht jetzt mal noch gut aus. Ich schaue mal, wie weit ich komme und sonst werde ich dann für heute bald mal aufgeben und mir ein Hotel suchen und in aller Ruhe Routen für die nächsten Tage vorbereiten. War jetzt heute leider nicht ganz so wie geplant. Also ist es sehr selten. Aber ja, ich schaue jetzt mal. Auf Wikiloc ist die Route erst leicht taxiert, aber das sind ja immer Leute, da weiß man nicht genau, auf welchem Niveau die fahren. Und auch mit welchen Motorrädern, mit wie viel Gepäck, spielt natürlich immer eine Rolle. Ne? So, das waren jetzt, ich weiß noch nicht, 5, 6 teils, was soll ich sagen, recht grobe Kilometer, vor allem der Einstieg. Aber okay, also wirklich nicht übertrieben schwer, eigentlich überraschend einfach, sage ich mal so. Jetzt bin ich auf eine noch einfachere Piste abgebogen, die da vom Tal hochkam. Also wenn das so bleibt, habe ich nichts dagegen. Dann ist das echt einfach zu fahren. Dann werde ich dann diesen Track weiterverfolgen, wahrscheinlich dann aber morgen. Jetzt schauen wir mal, wie weit jetzt. Möchte nichts verschreien, wie immer. Ist von der Natur her jetzt nicht so wirklich mein Ding, weil es einfach eine Waldstraße ist. Aber ist okay. Schüttelt wieder ein bisschen mehr hier, aber eine unglaubliche Straße. Sogar TomTom kennt diesen Weg. Beruhigt mich ja immer. Also eigentlich habe ich jetzt so keine Befürchtung. Wie gesagt, wenn das eine Abfahrt wird, die ausgewaschen ist, kann sich das schon noch ein bisschen verschärfen. Und jetzt, da gibt es zwei, einmal hier. Ne, falsch, schade. Ich meinte, TomTom kennt diesen Weg, aber naja, ich traue jetzt mal lieber den Track. Suche mir eine Stelle zum Drehen. Hier. Ochagavia. Ich glaube, da soll es hingehen. Oder komme ich von dort? Wahrscheinlich eher. Ja, aber da gibt es ja eine Menge Pisten. Die Saba, genau. Ja, sieht man mal wieder ein bisschen was. Geil.
Okay, gefällt mir. Ich habe dann auch gesehen auf der Karte Richtung Saba oder der Ort, der da südlich ist. Da sind dann noch einige Kurven noch. Gehe mal davon aus, das wird doch einiges steiler nochmal, grober. Aber wenn die Pisten hier oben so gut sind, gehe ich jetzt auch davon aus, dass das gut fahrbar ist bis unten. Gehen wir es mal sachte an. Ich weiß nicht, ist das ein Fels da drüben? Schon sehr geil. Sieht so künstlich aus. Wow, wow, wow. Geil habe ich das gewagt. Okay, ich bin noch nicht unten, aber... Kann schon auch ein bisschen grober zwischendurch. Hier. Es ist schon sehr abgefahren. Das sieht man aber öfter, wenn quasi alles wegerodiert ist und das mal anfängt. Okay, jetzt haben sie ausgebessert. Bin ich jetzt aber froh. Ja, und den Spuren anzubeurteilen, ist da schon lange keiner mehr lang gekommen. Und das da vorne sieht doch einfach geil aus. Wow. Der nächste Ausblick. Ich muss mich noch mal hinstellen für ein Foto, das ist so geil. Der Sonne entgegen. Ja, ich bin gespannt, TomTom macht nicht mehr lange mit hier. Ja, jetzt möchte ich besser diese Seite nehmen. Ich weiß nicht, was TomTom hat, aber ich sehe eindeutig eine Piste da drüben. Mal schauen, wie fahrbar die ist. Die sieht mir doch ziemlich steil aus. Naja, von hier aus mal okay. Die Spur ist sehr weich. TomTom hat sich entschieden, noch mal ein bisschen mitzumachen. Ich glaube, TomTom hat einen Wanderweg gefunden. Jedenfalls nicht diese Piste. Also, ich suche mir jetzt da unten ein Hotel oder in der Nähe und werde diesen Track weiterfahren, weil der führt genau in die Richtung, die ich wollte, Richtung Bardenas Reales da Faya. Von dort fahre ich dann den Z westwärts oder nordwärts, das muss ich mir dann noch überlegen. Ich möchte bestimmt einen Teil des Z in den Picos de Europa machen. Mir scheint, ich habe es ziemlich bald geschafft. Schwer abzuschätzen, aber das waren jetzt bestimmt 30 Kilometer ununterbrochen Offroad. Wahrscheinlich sogar, ja doch, etwa so. Kommt etwa hin. Werde ich nachmessen heute Abend. Sehr geil. Así me gusta. Da bin ich jetzt erst im Tal unten und es geht wieder hoch, weil das hatte ich mal das Gefühl, nee, hier unten ist eine Hauptstraße. Aber das würde gehen, so wie das ausschaut, gleich über den nächsten Hügel drüber.
Und was steht hier? Verbot. Tut mir leid, war von der anderen Seite nicht einsehbar. Ja, so kann's gehen. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin auf dem Track weitergefahren, den ich gestern noch gemacht hatte, die letzten 40 Kilometer. Runter Richtung Roncal, wollte dann rechts weg, Richtung Vidangos. Das ging nicht, da war Fahrverbot und das beachte ich. Jetzt bin ich das Tal 8 Kilometer runtergefahren, das Valle de Roncal, und dann ein kleines Tal wieder hoch, nach Vidangos, wie gesagt. Da nochmal 2 Kilometer oder sowas ein Pass hoch und hier zweigt jetzt nun diese Piste weg. Die war beim Einstieg schon recht grob. Ja, ich schau mal, also der ganze Track ist eigentlich als einfach beschrieben, das war gestern auch gut fahrbar. Hier war jetzt kein Fahrverbot, weil der Weg, naja, er ist als Mountainbike-Route ausgeschildert. Ich hoffe mal, das geht alles gut. Boah, das sieht schon echt übel aus da. Ich gehe mir das kurz anschauen. Ist mir jetzt echt gerade so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, das hier geht. Gleich so als Einstieg. Schon ziemlich steil. Naja, doch nicht ganz so geil, dieser Track. So, jetzt hoffe ich mal, dass dieser Einstieg gelingt. Das ist jetzt der 3. Versuch heute. Ich bin bei Uscares, Isis, Uscares. Ja, da sollte ich dann rüberkommen über diese Bergkette auf die Piste, die ich vorhin gedacht hatte. Es ist jetzt auch so, dass mich diese Gegend oder Wald ja nicht wirklich besonders reizt. Und wenn das jetzt zu hart wird, dann drehe ich um und fahre weiter südwärts. Wieder unten, da hatte ich auch eine Kehre ganz eng mit einem Wassergraben drin. Das war zwar betoniert, aber super steil mit dem Graben mittendrin. Da wurde mir gerade mal kurz bange. Man sieht die Gräben kaum. Ist nicht ohne und dann war ich ziemlich steil. Dann ziemlicher Absatz auf das Betonstück. Hoppala. Hier geht's aber gleich zur Sache. So, da drüben, das wäre noch eine andere Alternative gewesen. Aber wie es scheint, bin ich schon beinahe mal oben. Also in den Gräben ist es echt weich. Hoppala. Okay, nur 40. Ja, dann haben wir diese Anhöhe mal. Ist schon arg steil hier in diesem Gelände. So, und jetzt geht hier der Track weg, den ich ursprünglich befahren wollte, rechts. Also der kommt von links. Und wenn ich nicht total daneben liege, führt er jetzt eher über ein längeres Stück durch ein Tal hindurch runter. Ein bisschen offener gefällt es mir halt schon besser. Ich sag's immer wieder, als nur Wald, wo man kaum was sieht. Viel Verkehr ist hier nicht. Ziemlich zugewachsen hier. Aber so gefällt es mir doch richtig gut. Leicht kurvig. Nicht zu anspruchsvoll, überhaupt nicht anspruchsvoll hier. So könnte ich stundenlang. Ja, ein bisschen Abwechslung Landlauf
Landschaftlich wäre ja dann auch nicht schlecht, aber so hübsch. Sehr hübsch. Voilà. Eben genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Einstieg sehr steil, auch wenn man den Originaleinstieg nimmt. Ja, natürlich weiß ich jetzt nicht, was dann dort noch dazwischen ist, aber so ist es echt geil. So, hübsch war's. Geil. Und jetzt folgt ein größeres Stück Asphalt und dann geht's weiter mit Offroad. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt. Vor mir die Fosse de Lumbier. Der Weg da auf Google Street View war da eine Verbotstafel. Die war jetzt nicht mehr da. Fahre ich jetzt mal weiter da rein auf diesen Track, wie die Jungs das gemacht haben. Da habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn das so fahrbar sein sollte. War eine positive Überraschung. Also diese Schlucht, die kann man in einem Rundgang durchwandern, sprich durch die Schlucht hin und dann auf diesem Weg, meinte ich, zurück. Deshalb fahre ich jetzt auch eher ein bisschen verhalten, weil hier doch viele Wanderer sind. Das Ganze ist so ein 6,5, 7 Kilometer langer Rundgang. Ja, und jetzt sieht es gleich ein bisschen grober aus. Hier, ob ich da auch am richtigen Track bin. Hier 2 Spuren. Keine Ahnung. Ja, das sieht... Schauen wir mal. Sieht irgendwie nicht mehr ganz so offiziell aus. Aber das ist immer noch der Track, der richtige. Und das schaue ich mir jetzt an. Sieht jetzt doch ein bisschen grober aus. Schon
ziemlich arg hier. Oh shit. Das hatte ich nicht gesehen. Das hätte ich nicht gemacht. Wow, 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 fuck. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Piste ist. Recht steil hier. Aber die Piste wurde gemacht. So, und hier führt der Wanderweg weg. Da müsste ich jetzt wieder ungestört sein von den Wanderern. Aber es ist recht sandig und steil. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig. Ich fahre genau die 20, die ausgeschildert sind. Ui, schon ein bisschen zu schnell. Ja, das war jetzt ein spezielles Stück, eigentlich sehr, sehr grob. Fiel mir jetzt aber recht einfach, das zu durchfahren. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das beschreiben soll, vom Schwierigkeitsgrad her. Ausgesehen hat das so ein bisschen so wie da in Sardinien. Aber damals fiel mir das bedeutend schwerer. So runter geht das ja halbwegs. Aber da mit der Traktion hoch, schon ziemlich steil. Und da ist ein Fahrverbot. Okay. Gestern einmal Glück, heute einmal Glück. Heute zweimal Pech. Oder nee, nur einmal. Naja. Das wechselt dauernd, ne? Leute. Boah. Übel. Ich bin jetzt zum zweiten Mal fahre ich durch oder an Sangüesa vorbei. Es stinkt in diesem Ort. Ich weiß nicht, was alles für Industrie ist. Schnell weg hier. Übel, übel. Boah. Schweinezucht oder ich weiß nicht, aber sowas von übel. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wohin meine Fahrt führt. Ich verwechsel da Gar Castillo und Castillo. Jedenfalls, wenn ich da bin, werde ich dann auf den TED treffen. Ui, und jetzt tendenziell da lang. Und dann wird meine Reise auf den TED weiter westwärts führen. Estella in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie weit heute. Generell, es gibt zwei TED-Routen im Norden von Spanien. Die eine, die führt eher nördlich der Cordillere, also der Bergkette der Picos de Europa entlang, und die andere eher südlich tendenziell. Und ich werde halt schauen, es gibt da ein Stück, das ich auf jeden Fall fahren will, und der Rest ist dann noch ein bisschen abhängig vom Wetter. Jetzt jedenfalls wird es dann hineingehen in ein Tal entlang eines Flusses. Jetzt da kurz mal zurück auf die Straße. Ich hatte gemeint, es geht auf die Straße, ging aber drüber hinweg, der Track. Gefällt mir die Route, auch wenn das jetzt von der Natur her nicht wirklich so beeindruckend ist.
So, und ich hatte es vorhin angetönt, die Route führt jetzt dann diesen Tal, dem Fluss entlang. Geht erstmal über den Fluss, bin gespannt. Oh oh. Der kam aber echt schnell hier um die Ecke. Wow. Fuck. Aufgepasst auf die Trecker. Auf die Traktoren. Aber die sind ja echt schnell unterwegs. Wow, an dem ein Auto jetzt. Nee, das hätte dem nicht gereicht. Oh, Schreck. Das vorhin hätte anders ins Auge gehen können. Glück gehabt, war da genug Platz und hat er mich genug früh gesehen. Aber er hat sich auch erschreckt. Deshalb auf solchen Straßen unübersichtlich immer damit rechnen, dass da sowas entgegenkommen kann. Und jetzt geht es wunderbar diesem Fluss entlang. Das ist eine wunderbare Route, super geil. Wenn da keine Trecker, Traktoren mehr folgen oder sonst auch Fahrzeuge. Schon sehr geil. Que pasada, tío! Ay, wie gefällt mir das denn? Gibt es ja auch noch unglaublich viele Zufahrten. Aber da kann man sich echt einen Tag lang austoben. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier aber gegen Abend recht viel Wild unterwegs ist. Und da müsste man gegebenenfalls ein bisschen noch vorsichtiger fahren. Da sieht man den Fluss mal wieder. Und was das auch immer sein mag da drüben. Lavendel von der Farbe her. Sehr schön. Was ist das für eine geile Route? Ich sag's zum x-ten Mal. Ui, shit. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Scheiße. Keine Ahnung, was es ist.